Hallo zusammen, ich bin euer Harry, das ist MJ Update Folge 44. Wir feiern heute das 3-jährige Jubiläum. Am 12. Dezember 2022 habe ich die erste Folge MJ Update hier auf YouTube hochgeladen. Damals ging es um das Thriller 40 Paket. Heute, 3 Jahre später, ist viel passiert. Musical-Veröffentlichungen, Kingvention, Michael Jackson Merch und. Also ihr könnt hier auf dem Kanal noch vieles entdecken für all die, die noch nicht alles gesehen haben. Und in der heutigen 44. Ausgabe geht es um einen Jahresrückblick. Und zwar, ich präsentiere euch alle News rund um Michael Jackson aus den letzten 12 Monaten, die ich noch nicht in einer MJ-Update-Folge besprochen habe. Und damit knüpfe ich an die letzte Folge aus Januar an. Januar 2024 gab es schon mal so eine Folge mit den ganzen News aus 2024, die ich noch nicht angesprochen habe. Und somit schließt sich heute der Kreis. Wir werden das Jahr 2025 in dieser Folge abschließen und gleichzeitig auch einen Kanalrückblick machen. Denn was ist alles in diesem Jahr auf meinem Kanal passiert? Am 6. Januar erschien ein neuer Song, den Michael Jackson in Auftrag gegeben hatte. Und zwar der US-amerikanische R&B-Sänger Luther Vandross hat ein Greatest Hits Album veröffentlicht und auf diesem Album gab es auch unveröffentlichtes Material von ihm. Und Mitte der 80er hatte Michael Jackson ja bekanntermaßen den Beatles ATV-Katalog gekauft. Also man spricht immer von den Beatles-Rechten, aber dieser Katalog umfasste natürlich auch noch viele Musikrechte von vielen anderen Künstlern. Tausende von Künstlern sind da mittlerweile mit drin in diesem Katalog. Damals in den 80ern kaufte eben Michael diesen Katalog, wo eben auch die Beatles-Rechte mit drin waren. Und er hatte die Idee, Mitte der 80er einen animierten Beatles-Film zu machen und ließ schon erste Songs in Auftrag geben bei anderen Künstlern, so auch bei Luther Vandross, der den Song Michelle aufgenommen hatte von den Beatles. Und diese Version erschien Anfang Januar 2024 auf seinem Greatest Hits Album. Die Ex-Frau des verstorbenen Produzenten Richard Perry hatte diese Demoaufnahme im Archiv gefunden ihres Mannes. Und diese Aufnahme hat sie eben Sony zur Verfügung gestellt, damit sie dieses Lied eben auf das Greatest Hits Album draufpacken konnten. Und als das Ganze veröffentlicht wurde, hat der Produzent Steve Lindsay, der auch offenbar mit Richard Perry zusammen an diesem Song gearbeitet hatte, hat er noch eine bessere Version gefunden von dem Song, sodass diese erste Demoaufnahme dann auch später überall auf allen Streaming-Plattformen ausgetauscht wurde. Ja, interessant zu hören, dass Michael in den 80ern eben auch diese Idee hatte, an einem Beatles-Film zu arbeiten, eine Animation. Aber das Ganze wurde auf Eis gelegt, weil eben Paul McCartney sehr empfindlich reagiert hatte. Er war wohl geradezu wütend darüber, dass eben Michael diese Rechte gekauft hat. Und auch das ist ja ein ganzes Kapitel für sich alleine, wenn man darüber sprechen möchte, was dieser Katalog ausgelöst hat, über die Fehde die Freundschaft zwischen Michael und Paul McCartney und auch die Entwicklung dieses Kataloges. Da mache ich irgendwann mal bestimmt auch eine eigene Folge draus. Am 13. Januar hatten wir auf YouTube Videos gesehen von der Janet Jackson Residence Show in Las Vegas. Hier war das Besondere, dass sie Jam von Michael in ihre Show mit eingebaut hatte. So ein Mash-up nennt man das, wenn man da so mehrere Lieder ineinander vermixt. Und sie hat das zusammen mit The Knowledge gemacht. The Knowledge ist auf ihrem Rhythm Nation 1814 Album drauf von 1989. Und das ist auch bemerkenswert, dass sie das bei The Knowledge gemacht hat, weil Michael ja auch immer wieder, wenn er gefragt wurde, was sind denn deine Lieblingssongs von deiner Schwester oder was sind deine Lieblingssongs, hat er eben unter anderem auch immer gesagt, dass The Knowledge einer der Songs ist, den er von Janet am besten findet. Und Janet hat sozusagen ein kleines Tribut an ihren Bruder mit eingebaut, in den sie in diesen Song eben auch Jam reingemixt hatte. Das waren alle Januar-News rund um Michael Jackson, die ich noch nicht in einer MJ-Update-Folge besprochen habe.
Was ist sonst noch auf meinem Kanal im Januar passiert? Und da gab es insgesamt 4 Videos, die ich veröffentlicht habe. Das Ganze ging los mit 2 New in My Collection Folgen. Traditionell am 1. Januar präsentiere ich ja immer den offiziellen Michael Jackson Danilo Kalender. Happy New Year! Wir haben 2025. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und was wäre das nicht für ein neues Jahr, wenn ich das neue Jahr nicht mit einer Review zum neuen Michael Jackson Kalender starten würde? Mit einem Kalendercheck der Official 2025 Kalender von, so habe ich das auch am 1. Januar euch einmal gezeigt, welche Fotos da drin sind. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr auch wieder, kleiner Spoiler. Und es gab ein Video zu 2 neuen Funko-Pop-Figuren. Einmal die Billie Jean Glitzer-Figur und die Album-Edition. Und damit mache ich meine Sammlung komplett. Ich habe nun alle offiziell hergestellten Figuren, die in den letzten 2 Jahren rausgekommen sind, in meiner Sammlung. Und es gab noch eine 3. New in My Collection Folge. Da habe ich direkt eine ganze Serie gemacht, Folge 17 bis 19. Da habe ich euch die Ultimate Collection in Black and White gezeigt. Und wie ihr seht, habe ich sie bekommen. Mein kurzer Aussetzer, mir wurde heiß-kalt, ich schwitzte und so weiter. Und am 24. Januar gab es MJ Update Folge 32. Und an diese Folge schließe ich heute an, denn das war die News-Folge zu allen Infos rund um Michael Jackson, die ich noch nicht bis dahin besprochen hatte. Die meisten werden das mitbekommen haben. 18. April 2025 sollte Michael, der offizielle Biopic, anlaufen. Das wurde aber jetzt leider verschoben auf Oktober. 3. Oktober soll jetzt der Start sein, am Tag der Deutschen Einheit. Ja, wird es die internationale Premiere in den USA geben. Ob das auch der deutsche oder der europäische Startschuss sein wird, das werden wir sehen. Im Oktober hat Barry Sonnenfeld, der Regisseur von der Addams Family 2, in einem Interview bestätigt, dass der Vertrag mit Michael unter Dach und Fach war. Perfekt. Ein paar dieser Songs gibt es schon. Auf YouTube kann man sich die anhören. Die wurden mal geleakt. We Work That Body zum Beispiel. Von 7 Digits gibt es zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr noch mal wissen wollt, welche News gab es in 2024 rund um Michael Jackson, dann könnt ihr noch mal einen Blick in diese Folge reinwerfen. Die Februar-News von Michael Jackson, die ich noch nicht besprochen habe. Am 3. Februar fanden die 67. Grammy Awards in den USA statt. Und im Rahmen dieser Preisverleihung gab es ein Tribute an Quincy Jones, den legendären Michael Jackson-Produzenten, der die Alben Off the Wall, Thriller und Bad mitproduziert hatte. Er verstarb am 3. November 2024 und wenn große Künstler versterben, ist es ja Tradition bei den Grammys und auch anderen Preisverleihungen, dass sie geehrt werden, dass ihnen Tribut gezollt wird. Das hat ja auch Michael Jackson 2009, 2010 in unzähligen Preisverleihungen erlebt. Hier wurde aber Quincy Jones bedacht und zwar auch mit Songs, die er für Michael Jackson produziert hatte. Stevie Wonder und Herbie Hancock haben zusammen am Piano We Are the World unter anderem gespielt und die amerikanische R&B- und Soul-Sängerin Janelle Monáe gab eine Version von Don't Stop Till You Get Enough zu Besten und bediente sich ganz klassischen Michael Jackson-Elementen, der Anzug, Tanz, den Moonwalk. Also sie brachte alles in ihre Performance mit rein, die eben an Michael auch erinnerte. Also das war schon fast ein Michael-Tribute und weniger ein Quincy Jones-Tribute. Aber die Meinungen zu Janelles Auftritt, die gingen ein bisschen auseinander. Es hat, glaube ich, nicht jedem gefallen. Ich fand es aber relativ cool. Also ich finde auch Janelle Monáe als Musikerin gut. Sie hat auch mit Prince zusammen gearbeitet und ja, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es war eine gute Darbietung. Am 18. Februar hatte das Auktionshaus Gotta Have Rock'n'Roll Werbung gemacht mit 2 Musiktapes, die sie angeboten bekommen haben. Da ging es um 2 Tapes, die Ende 2024 in einer Lagerhalle gefunden wurden, wo eben 10 Michael Jackson Songs drauf sind, Demoaufnahmen. Ich habe darüber schon berichtet.
Und diese Tapes wurden eben dem Auktionshaus angeboten und diese wollten das für ein Startgebot von 85.000 US-Dollar versteigern. Wo kamen diese Bänder her? Und zwar waren die wohl im Besitz des Produzenten Sandy Gallen und die Assistentin Shana Mangattal, die übrigens auch das Buch geschrieben hat, Michael and Me, wo sie eben eine Beziehung offenbart, die sie mit Michael Jackson hatte, was auch sehr viele sehr kritisch sehen, was sie da veröffentlicht hat. Aber gut, sie war auf jeden Fall im Besitz dieser Bänder, die sie eben in ihrem Auktionshaus, wo sie legal Zugriff drauf hatte, eben gefunden hatte. Und diese wollte sie über das Auktionshaus versteigern. Der Michael Jackson Estate hat natürlich versucht, das zu unterbinden, aber sie konnten das wohl nicht unterbinden, weil die Bänder im legalen Besitz waren von Shana. Wie das Ganze ausgegangen ist, weiß ich nicht. Die Auktion endete am 3. August 2025 und es gab keine Gebote darauf. Das lässt darauf zurückschließen, dass es entweder niemanden gab, der 85.000 Dollar für diese Bänder bezahlen wollte, oder der Michael Jackson Estate hat es doch geschafft, das zu unterbinden, dass das nicht in eine Auktion reinging. Denn es gab 0 Gebote darauf, was auch komisch ist, weil bestimmt irgendwer hätte da bestimmt garantiert irgendwas für geboten. MJ Innocent News im Februar, und zwar die Michael Jackson Firmen MJJ Productions und MJJ Ventures weisen die Anklage von James Safechuck zurück, und zwar der 3. Anklageversuch, und sie weisen darauf hin, dass er wiederholt Michael Jackson verteidigt habe in der Vergangenheit. Und sie werfen ihn vor, dass er die Justiz behindere und in böser Absicht handele. Was war im Februar auf meinem Kanal los? Es gab 2 Videoveröffentlichungen bei MJ Update. Einmal eine Single-Edition New in My Collection, 13 Michael Jackson Singles, 7-Inch Vinyls, die ich euch zeige, die ich damals zum Schnäppchenpreis entdeckt habe. Da sind wir wieder bei Is on Down the Road. Das sind 13 7-Inch Maxi-Singles, ein buntes Sammelsurium aus der Schaffensphase von Michael Jackson. Beginnt mit Ain't No Sunshine in den frühen 70ern und geht bis hin zur Dangerous Zeit mit In the Closet. Und am 15. Februar gab es ein MJ Update Special, Folge 33. Und da habe ich euch einmal chronologisch mitgenommen und alles zum Michael Jackson Biopic vorgestellt. Von der Entstehung bis zum Februar 2024 mit allen Informationen, die bis dahin zur Verfügung standen. Wie natürlich bekannt ist, Javad Jackson, der Sohn von Jermaine Jackson, der wird die Hauptrolle übernehmen. Der spielt Michael Jackson in allen seinen erwachsenen Phasen, wahrscheinlich auch schon als Teenager. Als Produzent des ganzen Projektes ist Graham King am Start. Graham King ist bekannt durch Filme wie Aviator mit Leonardo DiCaprio, hat auch Bohemian Rhapsody, das Queen Musical rund um Freddie Mercury gemacht. Er war bei Gangs of New York der Produzent, hat Biografieerfahrung auch noch mit Muhammad Ali gemacht, hat den Oscar gewonnen für Departed. Auch bekannt ist, dass Prince Michael in den Drehbucharbeiten, bei Drehbuchbesprechungen mit dabei war. Am 1. Dezember bestätigt man den Start der Dreharbeiten und es taucht das erste Mal Videomaterial oder Fotomaterial auf von Javad Jackson, in dem er Man in the Mirror performt. 10. April hatte man schon so viel Material, um einen Trailer zu schneiden. Finde ich sehr beeindruckend. Ich kenne mich mit Filmen nicht aus, ob das normalerweise so üblich ist. Also es ist schon üblich, dass der erste Trailer in der Regel häufig schon Jahre, 1,5, 2 Jahre vorher fertig sind. Mein erstes Special rund um das Michael Jackson Biopic. MJ Innocent News, und zwar im März 2025, und zwar am 18. März lief die Fortsetzung von Leaving Neverland in Großbritannien und auch in einigen anderen Ländern dieser Erde. Im Großen und Ganzen ging aber diese Ausstrahlung unter, wurde medial nicht so aufgegriffen wie 2019. Im Zuge der Veröffentlichung in Großbritannien
hat sich der Michael Jackson Bodyguard Jimmy Van Norman zu Wort gemeldet. Er war über ein Jahrzehnt lang Michael Jacksons Leibwächter. Im Daily Mail gab er ein Interview. Dort sagte er ausdrücklich, er habe niemals unangemessenes Verhalten gegen Robson und Safechuck oder anderen Kindern miterlebt. Wenn ich jemals mitbekommen hätte, dass irgendetwas Schlimmes vor sich gegangen wäre, hätte ich ihn verdammt nochmal umgebracht, sagte er. Er war bei Ausflügen, bei Tourneen und auch auf Neverland für Michael Jackson im Einsatz. Er gibt weiter zu Protokoll, dass Robson sehr oft mit seiner Mutter auf Neverland war und er wirkte glücklich. Michael sei ein großzügiger und freundlicher Mensch gewesen. Und in dem Zuge ist das schon auch bemerkenswert, weil Robson halt auch immer wieder in Interviews sagt, dass alle Bescheid gewusst hätten. Jeder wusste Bescheid. Aber wenn man immer wieder Menschen hört, die mit Michael eng zusammengearbeitet haben, die sagen alle das Gleiche, das passt nicht zusammen. Also deshalb sind diese Anschuldigungen auch nach wie vor bei den Haaren herbeigezogen und natürlich finanziell motiviert. Und im März gab es nur eine einzige MJ-Update-Veröffentlichung auf meinem Kanal. Und zwar MJ-Update New in My Collection Folge 21, eine Merch-Folge, wo ich mir die Frage stelle, habe ich eine echte Michael Jackson Smile Single in meiner Sammlung? Aber jetzt kommen wir zu dem Teil, weswegen ich das alles gekauft habe. Das ist nämlich diese hier. Und ihr seht schon, Michael Jackson Smile. Das ist Promo Use Only, Not for Sale steht drauf. Ja, schaut mal rein und entdeckt die Folge, ob ich wirklich eine original und offizielle Maxi-Single von Smile habe. Die Michael Jackson-Meldungen aus April 2025, die ich noch nicht besprochen habe, und zwar mit einer Meldung vom deutschen MJ, das Michael Jackson Musical von Stage Entertainment aus Hamburg. Die haben der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass sich die Ticketverkäufe für das Musical hervorragend entwickelt haben. Über 400.000 Tickets wurden bis Mitte April 2025 bereits verkauft. Das Musical wurde verlängert bis Ende 2025, mittlerweile auch bis Ende 2026 könnt ihr Tickets buchen. Das Musical ist ein Erfolgsmusical und verkauft sich sogar besser als das Eisprinzessinnen-Musical Frozen, das vorher an gleicher Stelle war. Falls ihr noch Infos zum Musical haben möchtet, könnt ihr auf meinem Kanal Folgen anschauen. MJ Update in London, aber auch MJ Update in Hamburg mit 2 Videos rund um die Premieren an den unterschiedlichen Standorten. Findet ihr in 2024 in vergangenen Folgen. MJ Innocent News im April, und zwar Ende April gab es eine neue Doku, die den 2005er Prozess gegen Michael Jackson aufgegriffen hat. Eine True Crime Doku, die in Großbritannien, aber auch in Deutschland im Pay-TV versteckt ausgestrahlt wurde. Zu Deutsch heißt das der Prozess gegen Michael Jackson, im Original The People vs. Michael Jackson. Und das Ganze gibt eben einen Rückblick auf den 2005er Prozess. Angeblich soll diese Doku ausgewogen berichten. Also ich habe schon erste Michael-Fans gehört, die das gesehen haben. Die meinen, das ist schon ausgewogen, nicht einseitig und es wird von verschiedenen Seiten beleuchtet. Auf meinem Kanal gab es am 12. April eine große Sonderfolge zum Off the Wall Album. Und zwar veröffentlichte der Michael Jackson Estate eine MoFi High Fidelity Edition von dem Album. Und das habe ich zum Anlass genommen, mal einen Rückblick zu machen auf das Album. Wie ist es entstanden? Wie sind die Videos entstanden? Welche Songs sind drauf? Ich bespreche jedes Lied auf dem Album. Wenn euch eben Rückblicke auf Alben interessieren, da kann ich euch eben MJ Update Folge 34 empfehlen. Da geht es alles rund um Off the Wall, alles, was ihr zum Album wissen müsst, wie es entstanden ist und Hintergründe zu den einzelnen Songs bekommt ihr da. Es gibt einmal die Vinyl, habt ihr vielleicht auch schon hier und da gesehen. Das ist so ähnlich die Vinyl, wie sie damals bei Thriller rauskam. Michael reiste zu dieser Zeit 77 nach New York zusammen mit seiner Schwester LaToya und sie beherbergten ein Apartment und sie waren quasi eine WG in New York
und machten dort eben auf der einen Seite hochprofessionell, machte Michael eben alles, was mit The Wiz zusammenhing. Er drehte, er ging ins Studio, er nahm die Songs dafür auf und auch während der Produktion sah Quincy Jones und auch Kollegen, die dabei waren, berichteten zu dieser Zeit, dass Michael Jackson unglaublich zurückhaltend, schüchtern war. Er hatte aber immer irgendwie einen Block und Stifte dabei und wenn jemand irgendwie was Intelligentes sagte, sah man Michael immer schnell Notizen machen, was aufschreiben. Er hatte auch überhaupt kein Problem, 5 Stunden lang in die Maske zu gehen, um sich als Vogelscheuche zurechtzumachen. Alle, die damals schon dabei waren, erlebten Michael als äußerst professionellen Schauspieler und eben auch Musiker. Michael war damals in der Zeit, in der er The Wiz drehte, eben Stammkunde in diesem Club. Und da gibt es auch mittlerweile zahlreiche Fotos, Videos, wo man eben sehen kann, dass Michael eben auch tatsächlich in diesem Club war. Ich habe ja dieses Buch von Studio 54 New in My Collection. Da zeige ich euch ja, wo er mit der einen Drag Queen am Tanzen ist. Also das spricht schon sehr dafür, dass Michael sehr ausgelassen in dieser Zeit war. Und wenn es eine Phase in Michaels Leben gab, wo er Nachtleben erlebt hatte, war das diese Zeit 1977, 78, wo er mit LaToya in New York wohnte. In der Entstehung von Off the Wall gab es große Vorbehalte gegenüber Quincy Jones. Er war zu jazzig. Epic wollte Maurice White und Gamble and Huff als Produzenten haben. MJ kam aber weinend zu Quincy und sagte, die wollen dich nicht. Zum Glück ging Michael Jackson zusammen mit Freddie DeMann und Ron Weisner zurück zu Sony und sie kämpften für Quincy. Rod Temperton schlug damals 3 Songs vor für das Off the Wall Album, somit auch das Rock With You Lied und auch Burn This Disco Out und Off the Wall. Er hatte eigentlich gedacht, wenn ich Glück habe, kommt ein Song davon rein. Also er hatte die Hoffnung, dass ein Song von seinen 3 Vorschlägen genommen wird. Und letztendlich kamen alle aufs Album. Bei MJ Update auf meinem Kanal gab es im Mai 2 Videoveröffentlichungen. Einmal direkt am 1. Mai MJ Update Folge 35, eine Sonderfolge zum Michael Jackson Biopic, ein Update, weil die News zwischen Februar bis Mai, da ist doch einiges passiert rund um das Biopic. TikTok-Aufnahmen gemacht, wo zu sehen ist, dass gerade auf diesem Anwesen gedreht wird. Offenbar finden aktuell auf Michael Jacksons letzten Anwesen Nachdrehs statt, wo der Michael Jackson Estate oder die Filmemacher vielmehr aktuell wohl Nachdrehs machen und viele vermuten auf den sozialen Medien, dass hier Nachdrehs über Michael Jacksons letzte Tage stattfinden. So könnt ihr euch da anschauen, wie sich das entwickelt hat. Und es gab zum 16. Mai ein Special rund um Veranstaltungen, die in diesem Sommer 2025 stattfinden sollten. Nur ein paar Tage vom heutigen Erscheinen entfernt, am 24. Mai findet die Kingvention in London statt. Die weltgrößte Michael Jackson Convention feiert ihren 10. Geburtstag und es werden mehrere 100 Teilnehmer erwartet. Ich selbst habe auch mein Ticket und werde vor Ort sein. Und nicht nur ich, auch zahlreiche andere Influencer, wie zum Beispiel die Freunde vom Malibu Fanclub werden vor Ort sein aus Deutschland. Aber auch Ueli von Jackson CH ist vor Ort aus der Schweiz und zahlreiche weitere. Hector Barjour aus Frankreich, aber auch Red Jackson aus Großbritannien und viele, viele andere, die ihr vermutlich auch aus den verschiedenen Michael Jackson Kanälen kennt. Ja, und nicht nur viele bekannte. Alle Michael Jackson News aus Juni, die ich noch nicht besprochen habe. Und da geht es um ein Filmprojekt. Und da wurde bekannt, dass zur Dangerous-Zeit Michael Jackson von Sony einen Auftrag bekam oder die Erlaubnis bekam, einen animierten Film zu machen, der den Titel Midnight tragen sollte. Ein Superheldenfilm, der aber leider nie realisiert wurde. Entwickelt wurde der Film von Anton Furst und Star Wars Zeichner Greg Hildebrand. Das Ganze sollte im Genre Fantasy und Abenteuer sein, ein Superheldenfilm. Um Mitternacht sollte eben eine Figur, die wie Michael Jackson gezeichnet war, zu einem Ritter erscheinen, zu einem Superhelden, der eben ja wahrscheinlich die Welt retten sollte.
Genaue Gründe, warum das nicht realisiert werden konnte, da kann man nur vermuten. Michael war auf Dangerous Tour, er war zeitlich stark eingebunden. Anton Furst verstarb auch während der Entwicklung in dieser Zeit. Und wahrscheinlich auch die negativen Gerüchte rund um Michael Jackson haben wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt. Oder alles zusammen hat dazu beigetragen, dass dieses Filmprojekt leider nicht realisiert werden konnte. Im Zuge des 30-jährigen Jubiläums des History-Albums gab es eine ganze Fülle von Veröffentlichungen in den sozialen Medien oder auch in der Berichterstattung. In Großbritannien hat man sich medial gefragt, was sind aus den Michael Jackson-Statuen geworden. Auf den verschiedenen Kanälen vieler Influencer rund um Michael Jackson gibt es Rückblicke auf das History-Album. Da kann ich euch bei meinen Freunden von Malibu das Quartett empfehlen. Da besprechen sie über das Jahr alle Michael Jackson-Songs von Scream bis Smile und nehmen sich ausreichend Zeit, um alle Hintergründe zum Album zu erklären und zu den einzelnen Songs. Was war auf meinem Kanal im Juni los? Da gibt es gleich 4 Veröffentlichungen. Einmal ein Trailer zur Kingvention 2025 in London. Dann das eigentliche Hauptvideo. Fast 1 Stunde lang berichte ich rund um die Kingvention, die größte Michael Jackson Fan Convention in London, und habe aus Frankreich Hector Barjour, aus Finnland Krista MJ, ein weibliches Michael Jackson-Double, Red Jackson aus Großbritannien, der viele Interviews führt mit Menschen, die mit Michael Jackson zusammengearbeitet haben. Nach dem Einlass schlenderten wir durch den Eingangsbereich. Wir schauten uns die große Michael Jackson-Wand an. Michael beim Super Bowl, wie er, nachdem er aus dem Toaster springt, dort verharrt. Und wir machten dort natürlich auch ein paar Fotos, schauten uns um und gingen den langen Flur entlang, wo noch viele weitere Banner auf uns warteten. MJ Update auf der Kingvention in der Conway Hall. Hier hinten seht ihr es. Hier ist auf jeden Fall super viel los. Die Leute kommen gerade rein, gleich starten die Gastredner. Und ja, wir sind sehr gespannt, was heute hier passiert, welche Stories wir erfahren, was die Redner zu erzählen haben. Und hier überall ja, ist hektisches, wildes Treiben. Und alle Infos zur Kingvention mit allen Gastrednern, die dort waren, das findet ihr in MJ Update Folge 36 sind wir da schon. Das 3. Video aus Juni ist ein Live-Mitschnitt von der Brentwood Imperial Youth Band, die auf der Kingvention ein Bad Medley gespielt haben. Sehr schön anzuhören. Guckt da auch mal bitte rein. Und zum Michael Jacksons Todestag am 25. Juni habe ich nochmal ein aktuelles Video vom Michael Jackson Denkmal aus München hochgeladen und zeige euch das in allen Richtungen, wie das zu dem Zeitpunkt aussah. Und alle Infos aus Juli 2025, die ich noch nicht besprochen habe, startet mit einer Meldung vom 15. Juli. Paris gegen den Michael Jackson Estate. Sie fragt sich, was ist mit einer Zahlung aus 2018 passiert, $625.000, die der Michael Jackson Estate ausgezahlt hat, worüber keine Belege zu finden waren, was nicht ausreichend dokumentiert wurde, wofür diese Zahlungen eben ausgezahlt wurden. Sie vermutet überhöhte Boni-Zahlungen an Anwälte oder eben auch an John Branca und John McClane, eben die den Michael Jackson Estate verwalten. Offiziell heißt es, das Ganze sind eben nicht dokumentierte juristische Arbeiten, also Gelder für diese Arbeiten, die ausgezahlt wurden. Und sie fragt sich, wo ist das hingeflossen? Und sie bat gerichtlich eben die Honoraranträge, die aktuell laufen, für die Anwälte John Branca und so weiter,
einzustellen, bis eben genau geklärt ist, wo eben diese Gelder hingeflossen sind. Wie das Ganze ausgegangen ist, weiß ich nicht, aber Paris Jackson wird offenbar nicht müde, um eben über Fehlstände aufzuklären, und das finde ich richtig gut. Michael Jackson Innocent News im Juli 2025. Hier geht es um Frank Cascio und die Familie. Frank Cascio ist bekannt für das Buch My Friend Michael, das er geschrieben hat, wo er seine Freundschaft mit Michael beschreibt. Er hat aber auch die Fake-Songs produziert und den Michael Jackson Estate untergejubelt, die 2010 auf dem posthum erschienenen Album Michael veröffentlicht wurden. Monster, Keep Your Head Up und Breaking News. Michael singt hier nicht, aber die Estate, der Michael Jackson Estate, hat denen geglaubt und gesagt, ja, das ist Michael. Alle haben aber gesagt, Fans haben es sofort entdeckt, auch die Familie und auch Produzenten und Menschen, die mit Michael jahrelang im Studio gearbeitet haben. Alle haben gesagt, das ist nicht Michael. Trotzdem kamen sie drauf, sie haben Geld bekommen, unlauter Geld bekommen. Und diese Familie, die jahrelang, jahrzehntelang befreundet war mit Michael Jackson, erhebt nun Vorwürfe gegen ihn. Frank Cascio, der Vater, hat 1984 Michael Jackson kennengelernt, ein Hotelier. Die Familie war auf Neverland. Michael war auch selbst monatelang bei der Familie eingeladen und hat in New York gelebt in den Nullerjahren. Da sollen dann auch diese Songs angeblich aufgenommen worden sein. Frank Cascio hat Ende der 90er, der Nullerjahre auch für Michael gearbeitet, Managerarbeiten übernommen. Jetzt ist aber bestätigt, der Michael Jackson Estate hat Klage gegen Frank Cascio eingereicht. In einer 34-seitigen Klageschrift wird ihm Erpressung vorgeworfen. Der Estate ließ sich von den Cascios erpressen. Jedes der 5 Kinder bekam 3,3 Millionen Dollar. Warum? Man wollte eine weitere Schlammschlacht vermeiden, um Michaels Kinder zu schützen, so der Estate. Obwohl man Erpressung nicht nachgeben sollte, ließen sie sich darauf ein. Später, nach dieser Zahlung, wollten die Cascios aber noch mehr Geld. Da spielt auch die Leaving Neverland Doku von 2019 eine Rolle. Sie rochen, dass die Protagonisten aus dem Film mehrere 100 Millionen Dollar zu erwarten haben, und das wollten sie nun auch haben. Die Geschichte ist haarsträubend, die hier stattfindet, und ja, mir fällt dazu nichts ein, dass jemand, der so eng mit Michael war, dass sich Michael so getäuscht hat in dieser Familie, ist schwer zu begreifen. Und einige von euch haben ja auch schon dieses Buch My Friend Michael fachgerecht entsorgt. Richtig so. Im Juli gab es 4 MJ-Update-Folgen auf meinem Kanal. Es ging los mit New in My Collection, alle Merch-Artikel, die ich auf der Kingvention gekauft habe. Unter anderem eine Minix-Figur, eine neue, die es exklusiv nur dort gab. Da haben wir sie. Er hat eine Glitzerjacke an, eine schwarze, den weißen Handschuh und den Hut. Der Handschuh glitzert nicht. Es ist eine Pose, wie wir das aus dem Billie Jean, aus der Live-Performance kennen. So würde ich das beschreiben. Eine Billie Jean Live-Performance-Figur. Am 19. Juli MJ Update Folge 37, mein drittes Update zum Michael Biopic, weil zwischen MJ Vibe aus Großbritannien und auch ganz viele andere haben eine E-Mail von dem MJ Online Team bekommen, wo es ein offizielles Statement zu der Verkündigung gab, wie es jetzt aktuell mit dem Biopic weitergeht. Und das MJ Online Team ist eben das offizielle Sprachrohr in den digitalen Medien. Die haben aber offiziell mitgeteilt, dass die keine Infos haben. Also es gab ein offizielles Statement darüber, dass sie eigentlich auch nicht sagen können, wie es weitergeht. Ein weiterer Tag später, am 24. Mai, also da überschlugen sich ja vom 22. bis 24. Mai die Meldungen. The Hollywood Reporter berichtet, 22 neue Drehtage sind gebucht. Die werden für den Juli 2025 angesetzt. Also Nachdrehs werden hier gemacht, um den Film noch, ja, da fanden diverse Nachdrehs statt an öffentlichen Plätzen. Die wurden auch von Fans gefilmt. Man vermutet, dass hier eben nicht die Grammys, sondern das Motown 25 Special gedreht wurde. Da gab es Außenaufnahmen, wo eben auch Jafar und auch andere die Treppe runtergegangen sind.
Die dritte Folge ist eine MJ Update on Tour Folge mit einer aktuellen Darstellung von den MJ The Musical London. Der neue Hauptdarsteller Jamal Fields Green spielt Michael und diesen Abschlussapplaus, den Curtain Call, habe ich hier online gestellt. Und der Juli endet am 26. Juli mit einer neuen New in My Collection Merch Folge 23 und da zeige ich die neueste Mini-X-Figur, die rund um den Super Bowl dekoriert ist. Ja, da haben wir die Mini-X Collectible Figurine Nummer 111. Und zwar ist das die Michael Jackson Tour Opening Dangerous Figur, die jetzt in diesen Tagen ganz aktuell erschienen ist. Gucken wir uns mal genauer an. Alle Michael Jackson News aus August 2025, die ich noch nicht besprochen habe, mit einer Meldung aus Anfang August, 4. August, so um den Dreh war das. Da gab es eine Meldung aus Irland. Ein Projekt sollte veröffentlicht werden. Ein Tribute-Projekt über Michael Jacksons Zeit in Irland. 2007 befand er sich von Sommer bis Dezember in Irland und hat dort auch an den Thriller 25 Album zusammen mit will.i.am gearbeitet und die Remixe realisiert und das ganze Albumprojekt von dort gesteuert. Das ist soweit bekannt. Da gab es auch Online-Meldungen von Hollywood Reporter, die ihn dort besucht hatten. Und in dieser Zeit soll Michael Jackson dort auch mehrere andere Songs entwickelt haben. Oder es waren sogar Pläne damals, dass Michael dort an einem neuen Album arbeiten sollte. Und die Songs, die zu dieser Zeit für Michael geschrieben wurden, in der Hoffnung, dass er sie dort aufnimmt, diese sollen jetzt in ein Tribute-Projekt von anderen Künstlern eingesungen werden. Diese Meldung gab es eben Anfang August und begleitend sollte eine Doku über Michael Jacksons Zeit in Irland entstehen, die eben zeigt, was er dort gemacht hat. So viel Material gibt es nämlich gar nicht über die Zeit, außer eben diese eine Reportage, die damals im Hollywood Reporter lief. Und das wäre sehr interessant zu sehen, was man sich dort für eine Doku halt hätte einfallen lassen und welche Songs das eben gewesen sind. Michael Jackson hat aber nichts mit diesen Songs zu tun gehabt, denn es waren einfach nur Songs, die von anderen Songwritern und Produzenten entwickelt wurden, in der Hoffnung, dass Michael Jackson sie eventuell eben eingesungen hätte. Es gibt ja auch Songs von will.i.am. Angeblich soll Michael ja Songs mit will.i.am eingesungen haben, die aber will.i.am unter Verschluss hält. Diese Songs sind hier nicht gemeint. Es geht hier wirklich nur um andere Songs, die entwickelt wurden. Der Michael Jackson Estate hat direkt die Reißleine gezogen und gesagt, wir haben damit nichts zu tun und unterstützt das Ganze auch nicht. Und hier gibt es wieder widersprüchliche Meldungen, weil diejenigen, die das entwickelt haben, haben wohl am Anfang auch bekannt gegeben, dass der Michael Jackson Estate das ganze Projekt unterstützt. Dieser ist aber, warum auch immer, abgesprungen. Auf meinem Kanal gab es im August 3 MJ-Update-Veröffentlichungen. Das Ganze ging los am 1. August mit einer MJ-Update-Folge 38 mit neuen Infos rund um das Michael Jackson Biopic Michael. Dort habe ich denn das erste Mal auch den neuen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Am 24. April 2026 wird Michael, das offizielle Michael Jackson Biopic, weltweit in die Kinos kommen. Das ist ein Freitag. In Deutschland laufen bekanntermaßen neue Filme nicht an einem Freitag an. Das ist in der Regel donnerstags und die Vorpremiere ist in der Regel mittwochs, sodass mittwochs die Premiere ist. Hier sind Parallelen jetzt erkennbar, dass das Michael Biopic genauso enden wird wie The Jacksons An American Dream oder auf Deutsch hieß er Ein amerikanischer Traum. Der lief auch mehrfach in Deutschland im Fernsehen und ist auch auf DVD erhältlich. Einige hunken jetzt schon, dass es jetzt vielleicht auch nur ein Remake davon wird. Der The Jacksons Film von 1992 fand ich sehr gut und finde ihn immer noch sehr gut. Er baut sehr gut die Familiengeschichte auf, wie es damals war.
Am 15.08. ein Special, wieder eine Eventfolge, wo ich euch die Events der zweiten Jahreshälfte mitgeteilt habe, die noch so stattfinden. Findet noch eine zweite Veranstaltung statt, die ist aber nicht offiziell vom Michael Jackson Estate. Es ist die Major Eddie Moulton Presents 23.000 Jackson Street Block Party, so heißt sie offiziell. Und die findet in Gary, Indiana, ein Steinwurf von Michael Jacksons Elternhaus entfernt statt. Und zwar in der Roosevelt High School, die ja direkt um die Ecke von dem Anwesen war. Also Anwesen, es hört sich jetzt zu groß an, das ist ein kleines Häuschen mit zweieinhalb Zimmern, wo eben damals alle 9 Jackson-Geschwister plus die Eltern gewohnt haben. Und dort findet eine Blockparty statt und die wird moderiert von Chris Tucker, ihr kennt ihn aus Rush Hour und natürlich aus You Rock My World, dem Musikvideo. Und Denise Williams. Und am 30.08. bin ich mit MJ Update Folge 39 das erste Mal live gegangen auf meinem Kanal, habe dort eure Fragen beantwortet und habe euch alle Infos rund um die Michael Jackson Birthday Celebrations mitgeteilt, die damals so unterwegs waren. Ja, Prince erzählte auch noch so ein bisschen, wie er so das Tourleben seines Vaters auch jetzt im Nachhinein kennengelernt hat als Erwachsener, weil Michael halt auch immer mit auf Tour war und auch während der History Tour konnte er sich dran erinnern, dass Michael auch immer Kinder, Hospitale, Hospize, Waisenhäuser besuchte und Michael auch immer seinen Kindern erklärte: „Ich muss jetzt bin ich für die Kinder da. Das heißt aber nicht, dass ich euch weniger liebe. Ich muss jetzt zu den Kindern und denen hier einmal Hallo sagen.“ Und er nahm hier auch Bezug auf das Buch von Paul Dwyer, „The Humanitarian“, der das Buch geschrieben hat, wo diese ganzen Geschichten drin stehen von Michael Jackson, wie er auf Tour war und Menschen geholfen hat. Und darüber habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht über das Buch und auch Paul Dwyer habe ich hier auch ein kleines Interview gemacht für die Folge, findet ihr auf meinem Kanal. Und darauf hat er auch noch mal Bezug genommen, dass man sich vorstellen muss, dass Michael auf Tour war. Er musste arbeiten und hat dann immer diese freie Zeit genutzt, um eben halt auch diese Wohltätigkeiten zu machen, von denen ja auch viele gar nichts wissen, dass die stattgefunden hat. Und Prince erzählte auch, das war kein PR-Termin. Er ging halt wirklich hin. Er hat konnte sich daran noch erinnern, da war dieser lange Korridor mit vielen, vielen Zimmern und Michael ist in jedes Zimmer reingegangen und hat sich in jedem Zimmer Zeit gelassen. Und das fand ich 'ne richtig schöne Geschichte, die Prince dort erzählt hatte. Da könnt ihr euch nochmal das live anschauen. MJ Innocent News im September. Aus Gerichtsunterlagen wird öffentlich, dass Safe Shack und Robson aus der Leaving Neverland Doku $400 Millionen Schadensersatz fordern. Und das möchten sie gerne von den Michael Jackson Produktionsgesellschaften MJJ Productions und MJJ Ventures haben, weil die ja über alles Bescheid wussten und deshalb sollen die dafür bezahlen. Am 15. Oktober hat das Barlach Kunstmuseum in Wedel in der Nähe von Hamburg bekannt gegeben, dass sie eine Michael Jackson Ausstellung realisiert haben. Das könnt ihr jetzt gerade immer noch in diesen Tagen besuchen. Die Ausstellung geht noch bis zum 26. März. Fotos, Videos, also der komplette Werdegang von Michael Jacksons Karriere wird dort im Museum dargestellt. Bei Malibu, dem Michael Jackson Fanclub, auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch ein Interview mit dem Kunstmuseum. Und am 28. Februar hat Malibu dort in Zusammenarbeit mit dem Barlach Museum eine Michael Jackson Party organisiert. Nachts im Museum mit eben, ja, da kann man sich das Museum, die Ausstellungsstücke anschauen und mit den Malibu-Fans eine Party feiern. Ich selbst habe auch vor, dort zu sein. Alle Infos findet ihr bei Malibu. Am 29. Oktober feierte Michael Jacksons Thriller-Album einen neuen Meilenstein, denn es war hier 700 Wochen in den US Billboard Hot 200 Albumcharts. Es gibt insgesamt nur 10 Alben, die das geschafft haben und jetzt gehört auch das Thriller-Album dazu. MJ Innocent News im Oktober. Hier wurde bekannt, dass auch die Casio-Familie ihr Stück vom großen Kuchen abhaben möchten. Sie haben $160 Millionen Klage
eingereicht, die sie gerne von den Michael Jackson Produktionsgesellschaften haben wollen. Alles wird natürlich von dem Michael Jackson Estate dann finanziert. Alle 5 Kinder sollen nach der Leaving Neverland Doku sich ausgetauscht haben untereinander und jeder hat für sich festgestellt, dass sie eben auch das erlebt haben, was dort in der Doku behauptet wird. Eine Familie, die so eng seit 1984 mit Michael Jackson zusammen war, die Michael Jackson wiederholt verteidigt haben, es ist einfach nicht zu glauben. Zum Abschluss möchte ich in den MJ Innocent News sagen, dass all diese Entwicklungen im Laufe dieses Jahres nicht dafür gesorgt haben, dass ich einen anderen Blick auf die Anschuldigungen habe. Die Anschuldigungen sind alle finanziell motiviert. Die gesamten Anschuldigungen bauen auf 1993 auf. Die Cascio-Familie nimmt gerade zum Anlass das, was Robson und Safe Chuck mit Leaving Neverland aufgebaut haben. Leaving Neverland bedient sich den Anschuldigungen von 2005. 2005 bedient sich den Anschuldigungen 93. Das ist eine verhängnisvolle Kette. Wenn man sich mit diesen Fällen beschäftigt, sieht man, dass Michael Jackson hier das Opfer ist. Nach wie vor. Ich glaube nicht den Anschuldigungen und die Fakten und Beweise sprechen weiterhin für Michael Jacksons Unschuld. Man sieht aus all diesen Entwicklungen, damals die Chandler-Familie, der Vater hat Erpressung gemacht, wenn ich das bekomme, bekomme ich alles, was ich haben will, hat er gesagt. Es gibt diese Erpressungsbänder. Schaut euch Square One an, für all die, die es noch nicht getan haben. Auf YouTube oder auf Amazon Prime kann man sich das anschauen. Es gibt das Buch von Aphrodite Jones, auch da sind die Gerichtstage 2005 aufgearbeitet. Man kann alles durchgehen. Die Transkripte von den Anschuldigungen sind online verfügbar, über 200 Videos, wo man sich jeden Gerichtstag anschauen kann und diese fantastischen Geschichten, die dort eben über Michael erzählt werden, also im Sinne von Lügengeschichten, und wie konstruiert das Ganze aufgebaut worden ist, da schüttelt man nur mit dem Kopf. Und daraus bedienen sich jetzt eben gescheiterte, erwachsene Existenzen, die darauf hoffen, noch viel Geld rausschlagen zu können. So ist mein Blick darauf und damit gebe ich euch auch ein bisschen Hoffnung, dass es halt nächstes Jahr, dass diese Klagen weiterhin abgewiesen werden und dass Michael Jackson halt auch, dass auch das Biopic dazu beiträgt, Michael Jacksons Unschuld eben weiterhin fortzutragen und dass es da hoffentlich auch eine Fortsetzung geben wird oder eben Dokumentationen, die eben auch diese Hintergründe beleuchten. In diesem Sinne, MJ Innocent auch weiterhin. MJ Update auf meinem Kanal im Oktober gab es 4 Veröffentlichungen. Einmal ein Trailer zu One Night of MJ, die Michael Jackson Tribute Show mit Wendell Gammer und Jennifer Batten und eine Langfolge, wo ich euch dieses komplette Musical vorstelle, diese Tribute Show vorstelle. Es ist kein Musical, es ist eine Tribute Show, in der Wendell Gammer und Jennifer Batten und ein ganzes Orchester und Tänzer, also über 25 Personen stehen da auf der Bühne. MJ Update in Bergisch Gladbach. Heute findet hier im Bergischen Löwen die große Michael Jackson Show statt. One Night of MJ. Und ich bin natürlich hier. Das ist eine Michael Jackson Tribute Show. Brazil, right? Yeah, I'm from Brazil, so far from here. Yeah, and how do you become a Michael Jackson fan? So when I was a kid, my aunt had a VHS that there's a Michael Jackson concert that he made in Munich. Ah, And the first from history time tour. from history I was tour. there. Yeah, you was there. Yeah, me too. Oh God. Yes. You can see me there. Oh really? Yeah, yeah. Great. The After you, audience. after you can show me. Yeah, Yes, you. yeah, of course. Auf der Bühne stand ein volles Orchester, das alles live spielte. Das hatte ich nicht erwartet. Wahnsinn. One Night of MJ spielt viele ikonische Michael Jackson Songs nach. Dabei hält es sich an die Live-Performances, die sich in einigen Nuancen von den Albumversionen unterscheiden. Auch Given to Me sang Michael Jackson nie live. Hier existiert nur das Musikvideo, das damals in München aufgenommen wurde. Im Video wird zwar eine Live-Situation nachgestellt, aber eine klassische Live-Version von dem Song im Konzert oder bei einer Show
gab es leider Diese nicht. Folge ist MJ Update Folge 40. Da könnt ihr euch alles anschauen aus Bergisch Gladbach. Am 7.10. gab es eine On-Tour-Folge, auch von One Night of MJ. Wendell Gammer und Jennifer Batten spielen zusammen Dirty Diana. Und am 24. Oktober gab es MJ Update Folge 41. Sie haben gesagt, Teil 2, From Here to the Great Unknown, oder wie es auf Deutsch heißt, von hier ins Ungewisse. Die Beziehung von Lisa Mary Presley und Michael Jackson wird hier ab Seite 120 behandelt. Kapitel 5, Mimi heißt es. Lisa Marie beschreibt hier die Situation, dass sie Michael Jackson als Sechsjährigen, als Familienmitglied der Jackson 5 kennenlernten. Mein Dad trat im Hilton auf und die Jacksons irgendwo in der Nähe, und Michael erinnerte sich, dass sie sich hinter der Bühne mal trafen. Aber sie konnte sich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Lisa Marie beschreibt hier weiter die Situation, wie Michael versucht hat, über die Jahre Kontakt mit ihr aufzunehmen. Eine Geschichte ist hier kurz bevor sie mit ihrer Heirat zu Danny, also ihren ersten Mann, mit dem sie auch die 2 Kinder bekommen hat, Kontakt aufzunehmen. Daraus wurde aber nichts, weil eben zu der Zeit war sie eben schon anderweitig liiert. Sie beschreibt hier weiter die Situation, wie sie Michael das erste Mal kennenlernte. Sie hatte ein Demo aufgenommen mit eigenen Songs und Michael hatte sich das angehört. Er bekam das wohl irgendwie in die Finger und hat sie tatsächlich zu sich eingeladen. Und sie beschreibt hier, dass er tatsächlich alleine mit ihr war und dass er ganz dezent und extrem nett war. Da habe ich Pamela Anderson ist dort mit drin, Slash, Mark Ronson und die Biografie von Lisa Mary Presley. Ja, da könnt ihr euch nochmal aktuell einstimmen, was so andere Promis und Weggefährten über Michael Jackson erzählt haben. Alle Michael Jackson News aus November, die ich noch nicht kundgetan habe. Dort gab es die Meldung von Forbes. MJ führt auch 2025 die Liste der erfolgreichsten verstorbenen Künstler des Jahres an. Michael Jackson steht auf Platz 1 mit einem Gesamteinnahmen von über 105 Millionen $. Auf Platz 2 und 3 kommen die Pink Floyd Musiker, wie heißen sie, Richard Wright und Syd Barrett mit jeweils 81 Millionen $. Und danach kommt erst auf Platz 7 Elvis mit 17 Millionen. Da seht ihr diesen Sprung, der da drin ist. Michael Jackson ist mit über 100 Millionen $ Einnahmen, spielt er ganz oben in der A-Liga mit, auch mit aktuellen Künstlern wie Taylor Swift und so weiter. Da spielt er ganz oben mit. Und auch im November gab es bei mir wieder 4 Veröffentlichungen. Einmal ein Trailer zum Michael Jackson Flashmob in Hamburg. Und die eigentliche Hauptfolge, MJ Update Folge 42 mit allen Informationen rund um den großen Michael Jackson Flashmob. Dort fand in der Wandelhalle am Hamburger Hauptbahnhof an Halloween ein Flashmob zu Thriller statt in Zusammenarbeit mit der Tanzschule vor Ort, mit Stage Entertainment. Und damit wurde nochmal Promotion für das MJ Musical gemacht. Ich selbst habe da auch mitgemacht und mitgetanzt. Und alle Infos findet ihr eben in dieser Folge. Jackson-Fans sagen Swelloween. Das ist MJ Update Folge 42 und heute nehme ich euch mit zum Hamburger Hauptbahnhof, wo der Michael Jackson Flashmob vor 1000 Zuschauern aufgeführt wurde. Und mittendrin waren wir Fans. Mal schauen, ob ihr mich entdeckt. Aber fangen wir ganz von vorne an. Unser Regieassistent Greg nahm noch schnell ein paar Wertsachen in seine Obhut. Von hier an waren es nur noch ein paar Augenblicke bis zum Start. Denn der Song Thriller hatte bereits eingesetzt. Genau die Stelle, wo auch wir MJ-Fans eingestiegen sind, weiter hinten. Und jetzt sind wirklich alle 150 Zombies aus der Tanzschule, aus dem Casting und auch wir Fans in der Choreografie angekommen.
Also ich hätte nie damit gerechnet, dass das so professionell durchgeführt wird, dass wir hier in der Wandelhalle sind, dass hier 1000 Leute zugucken, während wir hier unten tanzen. Und ja, da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also das sieht richtig, richtig gut aus und ja, ich bin total geflasht davon. Und kurz darauf haben wir den offiziellen Michael Jackson Trailer zum Biopic bekommen, das nächstes Jahr am 24. April weltweit in die Kinos kommt. Hier habe ich eine Trailer-Analyse in MJ Update Folge 43 gemacht. In der 4. Einstellung Michael Jackson mit dem typischen Beat It Shirt aus dem Musikvideo. Dann kommt ein Post-it mit Billie Jean drauf, der an die Wand gepinnt wird. Und diese Post-it-Wand führte zu reichlich Spekulationen in der Fanwelt, denn hier sind verschiedene unbekannte Songs zu sehen. Midas, Paradise, Obsession und Out of the Dark. Doch diese Songs gab es nie. Matt Fogger, der auch am Film beteiligt war, erzählte dies letzten Sonntag im In the Studio with MJ Seminar bei Brad Sandberg. Das ist alles Fiktion, die Songs gibt es gar nicht. Danach Motown 25, Michael ist von hinten zu sehen mit dem Publikum. Ein schreiender Fan in einer Menge, das sieht eher nach Bad Tour aus. Könnte auch Victory sein, aber das sah eher ich würde sagen, das ist Fanhysterie aus der Bad-Zeit. Es folgt eine Familienszene als 8. Michael am Esstisch und der junge Michael ist zu sehen. Danach kommt direkt wieder eine Live-Aufnahme der Bad Tour, die ich bei Man in the Mirror verankert sehe. Presseblitzlichter zischen und Michael steht dort mit dem Armful of Grammys, wie es immer heißt. Also das ist dann die 84er Grammy-Verleihung, die hier nachsimuliert wird. Alle Infos zum Trailer und was das bedeutet, findet ihr in MJ Update Folge 43. Und Ende November gab es noch eine On-Tour-Folge, wo ich euch noch ein Highlight des MJ, das Michael Jackson Musical aus Hamburg gezeigt habe. Denn zu Halloween gab es einen Bonussong, der ganz am Ende gespielt wurde. Und zwar eine neue Interpretation des Thriller-Songs, den man am Ende auch mitfilmen durfte. Und MJ Update im Dezember. An News habe ich gar nichts gefunden, was ich euch großartig mitteilen kann. Und während ich diese Folge abgedreht hatte, wurden 2 Fotos von Michael Jackson veröffentlicht, die eine tiefe und enge Verbindung zu Jeffrey Epstein beweisen sollten. Aber, wie so oft, wenn es um Michael Jackson geht, wurde sein Name benutzt, um von eigentlichen Straftätern abzulenken oder eben um Sensationsmeldungen zu verbreiten. Kommen wir zum ersten Foto. Zu sehen sind Bill Clinton, Diana Ross und Michael Jackson und 3 geschwärzte Personen. Viele Medien sprangen sofort darauf an, denn dieses Foto wurde von der US-Regierung freigegeben und gehörte zu den Fotos, die bisher unter Verschluss waren. Viele Berichte gaben weiter an, dass dieses Foto auf Epsteins Anwesen aufgenommen wurde. Manche gaben sogar an, dass es auf seiner geheimnisvollen Insel fotografiert wurde. Bei den geschwärzten Personen solle es sich um Opfer handeln, zum Schutz derer diese geschwärzt wurden. Aber das stimmt nicht. Dieses Foto stammt von der Demokratischen Spendengala. Die Veranstaltung hieß One Night at the Apollo. Hier wurde Geld für den Wahlkampf der Demokratischen Partei gesammelt. Solche Spendengalas sind in den USA üblich. Michael Jackson und Diana Ross traten hier auf. MJ sang Dangerous, Black or White und Heal the World. Bei Heal the World kam sogar Diana Ross mit auf die Bühne. Die Veranstaltung fand in New York im Apollo-Theater statt. Und das Foto war unlängst bekannt und veröffentlicht und jeder hätte es ohne weiteres, ohne Schwärzung im Internet finden können. Das Foto wurde im Trailerbus vor dem Apollo-Theater aufgenommen. Und die geschwärzten Personen sind keine Opfer. Sie sind Diana Ross' Sohn Evan Ross und Michael Jacksons eigene Kinder Prince und Paris Jackson. Dieses Foto stand niemals im Zusammenhang mit Epstein.
Warum es dennoch in diesem Zusammenhang veröffentlicht wurde? Ja, das ist die Frage. Ablenkung, Unwissen, Skandalgier, wir wissen es nicht. Es gab kein offizielles Statement, warum man dieses Foto in diesem Zusammenhang veröffentlicht hatte. Aber viele, die damals dabei waren, bestätigten, dass das Foto vor dem Apollo-Theater aufgenommen wurde. Zum Beispiel die Nanny Grace Ravamba, die sich um Prince und Paris und später auch um Blanket kümmerte. Michael Jacksons Visagistin Karen Fay, auch Diana Ross' Sohn selbst, Evan, sagte, dass er es auf dem Foto sei und dass das überhaupt nichts mit Epstein zu tun hatte. Auf dem zweiten Foto sieht man MJ zusammen mit Jeffrey Epstein vor einem Gemälde stehen. Epstein war zu dieser Zeit ein erfolgreicher Geschäftsmann, auch dies vergessen viele. MJ befand sich in Miami, Palm Beach und Umgebung und war täglich bei Barry Gibb von den Bee Gees dort im Studio und sie nahmen Songs auf. Dort entstand zum Beispiel der Song All in Your Name, den Barry nach Michaels Tod auf seiner Internetseite veröffentlichte. MJ besuchte das Palm Beach Film Festival. Ihm gefiel es dort so sehr, dass er sich vorstellen konnte, in dieser Gegend zu wohnen. So schaute er sich mit seinem Bodyguard Matt Fitz mehrere Immobilien an. Sie waren täglich unterwegs. So kam es zu einem Besuch bei Epstein, der sein Anwesen zum Verkauf anbot. Im Zuge der Veröffentlichung des zweiten Fotos bestätigte der Bodyguard Matt Fitz, keiner von ihnen kannte damals Epstein. Fitz berichtete, dass damals jeder ein Foto mit Michael Jackson haben wollte. MJ war stets freundlich und willigte immer ein. Zu einer geschäftlichen Beziehung kam es niemals zwischen den beiden. Also ein einmaliges Treffen in der Nähe von Miami, keine Skandale, keine Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal. Dieses Treffen ist übrigens gut dokumentiert, denn in den Epstein-Prozess wurde damals eine Frau befragt, ich habe darüber berichtet, wer die berühmteste Person war, die sie jemals dort gesehen hatte. Das war eine Frage, die im Prozess gestellt wurde. Und darauf antwortete sie Michael Jackson. Und sie bestätigte auch gleich, dass er nie etwas Unangemessenes gemacht hat bei diesem Treffen. Ja, das ist die gesamte Geschichte hinter diesen beiden Fotos, worauf sich gerade in den sozialen Medien, aber auch in vielen seriösen Berichterstattungen immer Michael Jacksons Namen mit reingeflossen ist, obwohl hier nachweislich alles gut dokumentiert ist und nie irgendetwas passiert ist. Und zum Schluss bedankte sich Taj Jackson, der Sohn von Tito und Neffe von Michael, in den sozialen Medien bei all den Fans und Freunden, die eben öffentlich die Hintergründe zu diesen Fotos aufgedeckt haben und geteilt haben. Denn hier gibt es keinen Zusammenhang mit Epstein oder irgendwelchen anderen Skandalen. Michael Jackson hat sich stets mit allen möglichen Leuten fotografieren lassen und Michael Jackson war die berühmteste Person der Welt und jeder, der die Möglichkeit hatte, ein Foto mit ihm zu machen, hat es eben genutzt. Und so hat eben auch Epstein dieses Foto gemacht. Aber wie Fitz auch gesagt hat, jeder andere, bei dem sie eine Immobilie besichtigt hatten, hatte auch danach gefragt, ein Foto mit ihm machen zu können. Daher bleibt es auch für mich so, wie es immer ist. Michael Jackson wird hier ungerechterweise in einen Skandal verwickelt, womit er nichts zu tun hat. Und das ist leider die lange Geschichte von Michael Jackson, wo er mit reingezogen wurde. Und er ist hier das Bauernopfer in der ganzen Geschichte. Aber auf meinem Kanal gab es 2 New in My Collection Folgen. Einmal das Buch Der King of Pop von Richard Lecoq aus Frankreich, auch ins Deutsche übersetzt. Hier heißt es, der King of Pop, Winter 1969, ein kleiner Junge mit krausen Locken und einer Engelsstimme steht inmitten seiner 4 Brüder. Michael Jackson ist erst 10 Jahre alt, aber bereits Leadsänger der legendären Jackson 5. 3 Jahre später mit seinem ersten Soloalbum gelingt Michael Jackson der Durchbruch. Er stürmt die US-Charts und begeistert ein weltweites Publikum. Es ist der Auftakt einer beispiellosen Karriere, geprägt vom musikalischen Pioniergeist, internationalen Erfolgen, aber auch von Skandalen.
Michael Jackson wird zur schillernden Figur der Popkultur, ein musikalisches Genie, dessen Mythos bis heute fasziniert und polarisiert. Findet ihr auf meinem Kanal. Und die Santa Claus is Coming to Town, die 7-Inch Maxi-Single oder 7-Inch Single, wie man ja sagen sollte. Es ist ja keine große, es ist eine kleine Edition. Auch die bespreche ich in einer Merch-Folge. Die Jackson 5 Brüder stehen geeint Arm in Arm vor dem Weihnachtsbaum, im Hintergrund Geschenke und vorne ist der Logo, das typische J5-Logo, Jackson 5-Logo mit Santa Claus is Coming to Town darunter. Und auf der B-Seite befindet sich der Song Christmas Won't Be the Same This Year. Am Nikolaustag war ich zu Gast bei Daniel in seinem I Love Michael Radio. Das ist frei empfangbar im Internet, 24 Stunden nonstop Michael Jackson Musik. Das läuft schon seit 2011. Er hat am Nikolaustag eine Live-Sendung gemacht mit Verlosung und er hat mit mir und auch anderen Gästen über das MJ, das Michael Jackson Musical in Hamburg gesprochen. Was waren die Highlights, die Premiere, wie hat es sich entwickelt und so weiter. Eine tolle Sendung, live am Nikolaustag. Das hat mich auch gefreut, dass ich dabei sein konnte und da hören wir mal kurz rein. Ich freue mich nämlich sehr, heute mit jemandem zu sprechen, der nicht nur leidenschaftlicher Michael Jackson-Fan ist, sondern auch mit ganz viel Herzblut für die Community aktiv ist. Harry aus Köln. Er war am 1. Dezember 2024 bei der offiziellen Premiere von MJ, das Michael Jackson Musical, in Hamburg dabei und hat uns jede Menge Eindrücke mitgebracht. Seit Ende 2022 betreibt Harry seinen eigenen YouTube-Kanal unter dem Namen MJ Update bei Harry. Dort gibt es gleich mehrere Videoformate. Von Themenfolgen über Michaels Konzerte und Veranstaltungen wie der King Evention, über besondere Sammlerstücke bis hin zu Eventberichten, wie zum Beispiel im Twilloween in Hamburg am vergangenen Oktober. Mit ganz viel Liebe zum Detail zeigt Harry die Welt von Michael. Informativ, spannend und vor allem mit ganz viel Leidenschaft. Hallo Harry, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Es ist toll, dass du diesen besonderen Moment noch einmal mit uns Revue passieren lässt und deine Eindrücke mit mir und den Hörern bei I Love Michael Radio teilst. Herzlich willkommen. Oh, vielen Dank, Daniel. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Und ja, vielen, vielen Dank für die tollen Worte, die du gerade gesagt hast. Ja, ich freue mich hier bei deinem I Love Michael Radio dabei zu sein. Und ja, ich bin gespannt auf deine Fragen und auf das Interview. Ja, gerne, gerne. So, jetzt muss ich mal durchatmen. Das waren doch wieder viel mehr News, wo ich eigentlich gedacht hätte, die es überhaupt zu erzählen gibt. Das war MJ Update Folge 44 mit einem Jahresrückblick, mit allen News, die ich noch nicht angesprochen habe und auch mit einem Kanalrückblick, sodass ihr auch nochmal komprimiert wisst, was gab es denn eigentlich alles dieses Jahr bei MJ Update. Ich hoffe, ihr bleibt mir noch lange treu, euch gefällt dieser Kanal und auch wenn diese Folge vermutlich wieder ein bisschen länger wird, als ich auch eigentlich gedacht habe, 20, 30 Minuten habe ich eigentlich gedacht, ich bin aber glaube ich wieder drüber. Naja, so ist das eben. Es gibt doch immer mehr zu erzählen als eigentlich gedacht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Jahreswechsel, frohe Weihnachten, kommt gut rüber und wir sehen uns 2026 wieder. Macht's gut! 3 Jahre MJ Update hier auf YouTube. Ich hätte niemals gedacht, dass sich das Ganze hier so entwickelt. Es macht mir wahnsinnig Spaß. Und ich sage nochmal ein herzliches Danke an alle, die mich unterstützen. Ihr Zuschauer zu Hause vor dem Fernseher, ihr, die mich hier abonniert habt auf YouTube, auf Instagram, TikTok, gute Frage. All die hier kommentieren und mit mir in die Diskussion einsteigen, wenn ich Chats in der Live-Premiere mache. Es macht mir wahnsinnig Spaß und ich freue mich immer, wenn ich ein neues Video veröffentlichen kann. Ich schaue gespannt in die Zukunft auf das Jahr 2026, wie das Michael Biopic im April medial einschlagen wird. Ich hoffe natürlich nur das Beste und ich hoffe natürlich, dass der Film uns alle begeistern wird. Wenn ich jetzt zurück auf das Jahr 2025 blicke, bin ich auch immer noch, ich kann das nicht glauben, also dass das so
ein abwechslungsreiches Jahr war, dass so viele Michaelige Sachen passiert sind. Der Flashmob, der Trailer zum Biopic, Michael Jackson Tribute Shows, das Musical, die Kingvention, Off the Wall Special und ja, ich kann euch versichern, ich arbeite schon an den nächsten Folgen und da wird noch einiges kommen. Ich mache auf jeden Fall weiter, bedanke mich hier nochmal für euren Zuspruch in der Community und freue mich, wenn wir uns auch im neuen Jahr wiedersehen. Also, ich wünsche euch ein fantastisches 2026. Bleibt mir treu, aber vor allem bleibt gesund und auf Michael Jackson, den King of Pop.